Willkommen zu unserem Video über die faszinierende Zusammenarbeit zwischen den Anunnaki und Igigu zur Urbarmachung von Eden. In dieser Erzählung verweben sich mythologische Überlieferungen mit spekulativen Theorien über fortschrittliche Technologien und die Entstehung der Menschheit. Tauchen wir ein in die Welt der sumerischen Mythen und die möglichen technologischen Errungenschaften der Anunnaki und Igigu. Das sumerische Eden, auch bekannt als die mesopotamische Steppe Eden, wird in den sumerischen Texten als eine fruchtbare Region beschrieben, die sich wahrscheinlich im südlichen Mesopotamien befand, im heutigen Irak. Die Zusammenarbeit zwischen den Anunnaki und Igigu zur Urbarmachung von Eden war ein komplexer Prozess, der verschiedene Aspekte von Terraforming, Landschaftsgestaltung, Bewässerung, Gentechnik und Bautechniken umfasste. Die Igigu, eine Gruppe semitischer Gottheiten, wurden zunächst dem sumerischen Pantheon der Anunnaki-Götter untergeordnet und dienten als Arbeiter und Diener der Anunnaki auf der Erde. Gemäß dem semitischen Atrahasis-Epos waren die Igigu die 6. Generation von jüngeren Gottheiten, die für die Anunnaki arbeiten mussten. Die Theorie der alten Astronauten besagt, dass die Igigi den Anunnaki ähnlich waren und sich in einer stabilen Umlaufbahn um unseren Planeten befanden. Sie wurden im Wesentlichen als Vermittler zwischen unserer Erde und Nibiru angesehen, der Heimat der Anunnaki. Man könnte spekulieren, dass die Anunnaki noch vor dem Menschen die Igigu erschaffen haben könnten, basierend auf einigen Interpretationen der sumerischen Mythologie und alter Überlieferungen. Gemäß diesen Spekulationen könnten die Anunnaki, als eine fortgeschrittene außerirdische Zivilisation, die Fähigkeit besessen haben, neue Lebensformen zu erschaffen oder bestehende zu modifizieren. Diese Interpretation könnte darauf hindeuten, dass die Anunnaki die Igigu als eine Art Arbeitskraft oder Diener für ihre Aktivitäten auf der Erde geschaffen haben, ähnlich wie es in einigen menschlichen Schöpfungsmythen die Schöpfung von Dienern oder Helfern durch höhere Wesen beschreibt. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass dies reine Spekulation ist. Wir wissen heute aus verschiedenen Überlieferungen, dass die Anunnaki als Götter des oberen Süßwasserhimmels und die Igigu als Götter im unteren kosmischen Ozean galten und kooperierten, um die mesopotamische Steppe zu gestalten und bewohnbar zu machen. Durch spezialisierte Arbeitsteilung arbeiteten sie an der Umformung der Landschaft, der Schaffung fruchtbarer Böden und eines geeigneten Klimas für menschliche Besiedlung und Landwirtschaft. Bewässerung und Wassermanagement spielten eine entscheidende Rolle in diesem Prozess. Die Anunnaki und Igigu entwickelten fortschrittliche Bewässerungssysteme und Wassermanagement-Technologien, darunter Kanäle, Dämme und andere hydraulische Infrastrukturen, um Wasser zu verteilen und Überschwemmungen zu kontrollieren. Südmesopotamien war im Wesentlichen agrarisch und war auf künstliche Bewässerung angewiesen. Die frühesten keilschriftlichen Belege für vollständig entwickelte Bewässerungsnetze stammen aus königlichen Inschriften und Archivdokumenten aus einem Tempelarchiv der Stadtstaates Lager, ca. 2475 bis 2315 v. Chr. Diese Quellen belegen ein vierstufiges Bewässerungssystem, das wahrscheinlich nach der Vereinigung des Staates durch Urnane und Earnatum etabliert wurde. Vom Fluss aus floss das Wasser zu primären Kanälen mit Regulatoren, und von dort aus verzweigte es sich zu sekundären Kanälen. Die Verteiler regelten den Wasserfluss zu den Feldern. Der Bau von primären Kanälen und Regulatoren wurde vom Herrscher durchgeführt, der auf die Zwangsarbeiter der Tempel zurückgriff. Die Tempel waren für die Instandhaltung der unteren Bewässerungsstrukturen wie Verteiler und Deiche in ihren Feldern verantwortlich. Ein weiterer wichtiger Aspekt war die Gentechnik. Texte legen nahe, dass die Anunnaki fortgeschrittene Biotechnologien einsetzten, um die ersten Menschen zu erschaffen. Sie mischten ihre eigene göttliche Essenz mit der eines weiblichen Primaten, um eine neue Rasse von arbeitsfähigen und lernfähigen Wesen zu schaffen. Der Schöpfungsmythos, in dem die Anunnaki göttliches Blut mit irdischer Materie vermischen, um den Menschen zu formen,
hat Spekulationen über fortschrittliche Technologien angeregt. Die Vorstellung, dass sie in der Lage waren, ihre eigene göttliche Essenz mit der eines weiblichen Primaten zu verschmelzen, um eine neue Spezies zu schaffen, legt nahe, dass sie über hochentwickelte genetische Manipulationsmethoden verfügten. Diese Spekulationen zeigen, dass der Schöpfungsmythos der Anunnaki nicht nur spirituelle und mythologische Interpretationen ermöglicht, sondern auch dazu dient, über die potenziellen technologischen Fähigkeiten einer überlegenen Zivilisation zu reflektieren. Fortschrittliche Bautechniken waren ebenfalls ein Markenzeichen der Anunnaki. Sie errichteten große Städte und Monumente in Mesopotamien, wie zum Beispiel die legendäre Stadt Eridu und den Ziggurat von Ur, was auf ihre Beherrschung von Baumethoden und architektonischen Kenntnissen hinweist. Dies könnte den Einsatz ausgefeilter Werkzeuge, Maschinen und Ingenieursprinzipien umfassen. Es gibt Hinweise darauf, dass die Stadt Eridu im 4. Jahrtausend vor Christus erbaut wurde und der Bau am Tempel des Enki-e-Apsu in Eridu in den Phasen Eridu 11 bis Eridu 2 stattfand, was in das 4. Jahrtausend vor Christus fällt. Zusätzlich wurden die Anunnaki als Lehrer betrachtet, die Weisheit, Gesetze und moralische Codes vermittelten. Dies deutet darauf hin, dass sie robuste Systeme zur Bewahrung und Übermittlung ihrer fortschrittlichen Kenntnisse und Technologien über Generationen hinweg entwickelt hatten. Trotz ihrer Zusammenarbeit kam es später zu einem Konflikt zwischen den Anunnaki und Igigu, der aus der Unzufriedenheit der Igigu mit ihrer Zwangsarbeit für die Anunnaki entstand. Dies führte zu einem offenen Aufstand, der von Kingu angeführt, aber von den Anunnaki niedergeschlagen wurde. Als Folge beschloss der Rat der Anunnaki, Menschen zu erschaffen, um die Arbeit der Igigu zu übernehmen. Die Erschaffung der Menschheit, die aus dem Blut und Geist des rebellischen Igigu-Anführers Kingu und Ton durch den Gott Enki hervorging, markierte einen Wendepunkt in der sumerischen Schöpfungsgeschichte. Diese neuen Geschöpfe trugen etwas Göttliches, aber auch etwas Rebellisches in sich, da sie teilweise vom Igigu-Anführer Kingu abstammten. Nachdem die Menschheit sich vermehrt und unruhig geworden war, beschlossen die Götter, sie durch Seuchen zu dezimieren. Doch Enki riet den Menschen, den Göttern Gaben und Gebete zu verweigern, bis einer von ihnen die Plagen stoppen würde. Als dies nach weiteren 1200 Jahren erneut geschah, beschlossen die Götter schließlich, die Menschheit durch eine Sintflut zu vernichten. Die Flutgeschichte der Anunnaki ist in mehreren altorientalischen Mythen, wie dem Atrahasis-Epos, überliefert. Das Atrahasis-Epos, ein akkadisches Epos aus dem 18. Jahrhundert vor Christus, ist eine Verschmelzung verschiedener sumerischer Themen und älterer mythologischer Vorstellungen. Im Zentrum steht die Erzählung von einer gewaltigen Flut, die von Gott Enlil veranlasst wird, um die Menschen wegen ihres lauten Treibens zu vernichten. Doch der mitfühlende Gott Enki warnt Atrahasis und rät ihm, ein Boot zu bauen, um die Flut zu überleben. Atrahasis, auch bekannt als der ausnehmend Weise, wird zum Helden dieses akkadischen Mythos, der sich in die Reihe der altorientalischen Sintfluterzählungen einreiht. Eine Version der sumerischen Königsliste führt sogar Atrahasis als historische Figur auf, als Sohn des Ubaratütü, dem König von Shur-Opak. Das Atrahasis-Epos beeinflusste auch das Gilgamesch-Epos, und Teile davon wurden fast wörtlich übernommen. Die Sintflutgeschichte in den mesopotamischen Mythen weist starke Parallelen zur biblischen Sintfluterzählung auf und gilt als ein weit verbreitetes Motiv in den Schöpfungsmythen des Alten Orients. Die Unterschiede und Parallelen zwischen den beiden Versionen betonen die kulturellen und theologischen Nuancen und wie sie die Darstellung und Interpretation gemeinsamer Themen wie der Sintflut formen. Die Unterschiede sind sowohl deutlich als auch faszinierend. In der sumerischen Version dauert die Flut nur 6 bis 7 Tage, im Gegensatz zu den 40 Tagen in der biblischen Erzählung. Eine weitere Differenz liegt in der Rettung des Fluthelden. Im sumerischen Atrahasis-Epos warnt der Gott Enki den Fluthelden Utnapishtim und hilft ihm, eine Arche zu bauen. In der Bibel ist es Gott selbst,
der Noah anweist, die Arche zu bauen, um sich und seine Familie zu retten. Die göttliche Motivation hinter der Flut ist ebenfalls unterschiedlich. In den sumerischen Texten beschließen die Götter die Flut, weil die Menschheit zu zahlreich und unruhig geworden ist. Hingegen wird die Sintflut in der Bibel als Strafe Gottes für die Sündhaftigkeit der Menschen dargestellt. Dies unterstreicht die verschiedenen theologischen Perspektiven und kulturellen Nuancen, die in den sumerischen und biblischen Traditionen existieren. Ein weiterer Unterschied liegt in der Darstellung der Folgen der Flut. In den sumerischen Mythen wird die Flut nicht als einmaliges, kataklysmisches Ereignis betrachtet, das die Menschheitsgeschichte in eine vor- und nachflutige Zeit einteilt. Im Gegensatz dazu markiert die Sintflut in der Bibel einen klaren Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte. Diese Unterschiede reflektieren die Vielfalt kultureller und theologischer Perspektiven, die in verschiedenen Zivilisationen und Religionen existieren und wie sie gemeinsame Themen wie die Sintflut interpretieren. Trotz dieser Unterschiede haben die Mythen um die Anunnaki und Igigu-Götter in der sumerischen und akkadischen Überlieferung nichts von ihrer Faszination verloren. Diese Mythen werfen grundlegende Fragen auf, die seit Jahrhunderten die menschliche Vorstellungskraft beflügeln und die Grundlagen unserer Existenz herausfordern. Eine mögliche Betrachtung wäre die Frage nach dem Zweck und der Bestimmung des Menschen in der Welt, die sich aus den sumerischen Mythen ableiten lässt. Die Vorstellung, dass die Menschheit als Produkt göttlicher Schöpfung entstanden ist, wirft Fragen nach unserer Beziehung zu den Anunnaki und Igigu auf. Sind wir nur Diener oder haben wir eine größere Bestimmung? Diese Überlegungen führen zu einem tieferen Verständnis unserer Rolle im Universum und unserer Verantwortung gegenüber den höheren Mächten. Ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend wie ich und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht es zu liken, das hilft sehr, den Kanal zu unterstützen. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine zukünftigen Videos verpasst. Und teilt eure Gedanken, Fragen oder Ideen gerne in den Kommentaren mit. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Bis zum nächsten Mal.